So, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Entgegen meinem ursprünglichen Versuch, mit wem sollte ich reden? Warte mal, ich rede mal doch noch mal mit Desius. Kann ich mit ihm über seine Tochter reden? Machen wir gleich. Ja, meiner ursprünglichen Ankündigung bei der heutigen Aufnahmesession, also irgendwie das jetzt als eine Folge pro Zyklus zu machen, haben wir jetzt gerade unseren Tod als Zyklusende jeweils genommen. Und ja, kann jetzt sein, dass der Zyklus jeden Moment zu Ende ist, dann fangen wir halt einfach im Neuen an und müssen mal sehen, dass wir das dann irgendwie eintakten. So, reden wir mal mit Desius. We'll speak again after you've carried out my order. Achso, okay. Also ich muss das heißt, ich muss mich wahrscheinlich von ihm, oder wenn er mich versucht umzubringen, triggert das ja auch die goldene Regel. Achso, warte mal, ich sollte mich ja in Sentillas Zimmer umsehen. Das machen wir mal noch. Fresh meat, huh? Ja, Frischfleisch. Citizen. Aber ich glaube nicht, dass ich hier noch was finde, außer dem, was wir schon gefunden haben. Dinar stehlen. Okay, lesen wir den Brief nochmal, ob ich irgendwas jetzt vielleicht noch finde, was mir vorher entgangen ist. Entzückenden Geburtstags. Ich verspreche Ihnen, dass ich trage. Ich fühle mich glücklich, weil ich euch als Vater und Schwester Wahlen nicht nur erscheinen, euch Sorgen zu bereiten, aber wenn ihr den Leuten, den stark vertrauen, den ich kenne, dann werdet ihr Zweifel nicht mehr. Ne, keine Hinweise in dem Brief und der Brief ist das einzige in ihrem Zimmer. Okay, das heißt, wir versuchen mal. Ich versuche mal Desius zu gucken. Fresh meat, huh? Okay, der schubst mich einfach weg, wenn ich ihm zu nahe komme. Ich weiß, dass ich mit ihm reden kann, aber ich überlege noch immer. Wenn ich kein Gewicht tragen könnte. Okay. Fresh meat, huh? Malleolus isn't receiving visitors at the moment, it being election day. Wegen des Tributs, den ihr wolltet. Wisst ihr etwas über das Verschwinden von Sentilla? Auf jeden Fall. Listen, I don't abduct women. They come to me. And they keep coming back. If you know what I mean. Ich glaube, ihr verheimlicht etwas. You don't know Sturkus. Okay, wegen des Tributs. Yeah? What have you got for me? Könnt ihr ihm 1000 Dinare geben? Ich dachte, ihr könnt ihm eine Flasche Wein anbieten, da es in dem Ort keinen Wein mehr gibt. Ich glaube, 1000 Dinare sind zu wenig. Der arbeitet für Malleolus. Aber okay, ich versuch's. Whoa, you must really want to see Malleolus. Let yourself in with this key. Okay, das wiederum spricht dagegen. Vielleicht hätte ich ihn noch für 100 bestechen Just können. make sure you give it back on your way out. Das spricht natürlich dagegen, dass er
Scintilla zumindest hier in seiner Villa gefangen hält, dann würde mich nicht so einfach reinlassen. Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your magistrate. Magistrate. Yes. Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your magistrate. And now, I make this solemn promise to you, good citizens. And now, I make this solemn promise to you, good citizens. Under my leadership, you will finally enjoy the freedom you deserve. And yes, no more shall you walk on eggshells. Yes. No more shall you walk on eggshells, fearing simply to live and breathe because the tyrant Sentius told you it was forbidden. Yes. My first act as magistrate, I hereby announce a day of, well, I should think, a day of celebration. I hereby announce a day of celebration to mark the end of an era. Yes. Very good. Okay, er announced aber nicht, dass er Dings hinlassen will. Okay, wir gucken uns erstmal hier versuchsweise ein bisschen um. Schade, die Schriftrollen hier kann ich nicht lesen. Oh, das ist eine große Küche. Die ist größer als die im Haus vom Magistrat. Gefüllte Schale sind wieder die lila Karotten. Ja, Herd ist wieder der Herd. Kennen wir schon. Gefüllte Schale. Lila Karotten. In der Schale ist aber ein... Ach nee, Fisch, okay, aber da hinten die Schale ist tatsächlich hier highlighted. Okay. Ah, hier wird's spannend. Nachricht von Julia. Julia an ihre Geiselnehmer Maelus und Claudia. Verflucht sollt ihr sein, wenn ihr das hier lest, werde ich bereits tot sein, denn der Tod ist weniger schlimm als ein weiterer Tag in eurer Schuldknechtschaft. Mögen die Geier im Tat daraus und auf Ehre eure Eingeweide fressen. Okay, dann ist meine Theorie zum Deibel, dass die sich wegen irgendeines Verbrechens von Maelus umgebracht haben. Der ist einfach nur ein gieriger Bastard, der Leute für sich als Leibeigene schuffen lassen, die ihm Geld schulden. Ulpius an seine verlorene Liebe, möge Gott über dich wachen. Bitte wisse, dass ich so lange durchgehalten habe, wie ich konnte, aber ohne dich ist mein Leben sinnlos. Ich hoffe nur, wir sehen uns im Garten Eden wieder. Oh. Ulpius ist auch ein Christ? Ist Scintilla vielleicht... Dann müsste Scintilla doch aber auch eine Christin sein. Okay, wir haben die beiden Abschiedsbriefe gefunden. Das Kopf ist eines Jungen. Aber meine Theorie, und die haben sich aber scheinbar nicht, wie gesagt, nicht umgebracht wegen dem, was Maelus mit Scintilla gemacht hat. Und Ulpius weiß auch nicht, wo Scintilla ist. Das heißt, sowohl, dass Domitius mich hier reingelassen hat einfach, als auch, dass die beiden nichts von Scintilla erwähnen, spricht gegen meine Theorie. Okay, kümmern wir uns gleich drum. Claudia weint. Gehört sie Maelus vielleicht genauso wie alle anderen?
I'm not supposed to be in here. Verzeihung, ich weiß, wo hat ihr eure Wertsachen auf? Können wir reden? Talk. What business could you possibly have with me? Warum seid ihr in diesem Raum eingesperrt? My marital affairs are no concern of yours. Thank you very much. Was ist eure I Geschichte? think a better question is, why am I being interrogated by a stranger who just barged into my villa? I have quite enough marriage trouble already, without having to explain to my husband why I am receiving strange men in private. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? Preferably the way you came in, by which I mean, please leave. Please, okay. Was haltet ihr von der goldenen I Regel? think it's about to be broken if you don't hurry up and leave. Wisst ihr etwas über das Verschwinden von The Santilla? dainty little thing from next door. Of course not. As much as I despise her father, I would never lay a finger on that poor, sweet child. Ich glaube, ihr verheimlicht etwas. Naja, gut, die ist ja schon nicht willens, mit mir zu reden. Wenn ich sie jetzt grundlos wegen irgendwas beschuldige, wird sie erst recht nicht mit mir reden. Well, I've had quite enough of this. Demetrius, come quickly. We're being... Okay, hier kommen wir im Moment nicht weiter. Versuchen wir mal mit Maelus zu reden. Wo ist er denn jetzt da? Okay, die Leiche von Ulpius ist aber nicht mehr da. Was passiert denn, wenn ich hier jetzt mal so lang schleiche? Ah, er sieht mich. Okay. Demetrius doesn't usually let anyone in here without a hefty tribute, so you must have been desperate to see me. Well, what do you want? Was ist eure Geschichte? I'm Malleolus, and if it wasn't for this interruption, I'd be practicing my victory speech for the election later today. Was würdet ihr unternehmen, wenn ihr gewinnen würdet? I'm glad you asked. I'll finally restore freedom to this city, just as I've been promising. These good people have suffered long enough under Sentius's tyranny. Wie wollt ihr das tun? By declaring there's no such thing as the Golden Rule. It's a children's fable exploited by Sentius to frighten us into submission. Wait, don't tell me you've fallen victim to that monstrous lie? Okay. Na denn, gehen wir mal an der Wahl teilnehmen. Oder uns die Wahl mal angucken. War hier drüben, oder? Wo ist Equita? Ne, Maelus geht nach da. War das nicht hier? Okay, wir machen was anderes. Wahrscheinlich wird der Meuchelmörder gleich auftauchen und irgendwen umbringen. Das heißt, ich gehe jetzt, weil ich glaube auch, ich habe Desius gerade gesehen. Das heißt, ich kann jetzt möglicherweise... The many shall suffer for the sins of the one. Okay, also Diebstahl ist offenbar auch... tatsächlich auch... Damn it, ich bin fast tot.
Ich habe die Richtung verloren. Okay, Diebstahl ist also doch ein Verbrechen. Na ja, los, was ist das für ein Schwindel? Nice. Und ich bin schon wieder falsch abgebogen. Kacke. Aber hier unten sind die, glaube ich, nicht. Und es gibt hier einen Weg. Oh. Meiner Ansicht nach, wenn ich ihn denn finde, diesmal habe ich tatsächlich die Regel gebrochen. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Wo ist jetzt der... Der hat doch hier einen Ausgang, der... Oh, warte mal, kann ich... Okay, ich dachte, ich könnte vielleicht hier hochklettern. Während dieser Phase des Fluches, sagen wir mal vorsichtig. Oh, ich finde den Weg nicht wieder. Meiner ist ja... Der zum Tempel führt. Also zum Portal. Ja, und die sehen halt durch seine... Ja, guck mal hier, die blauen Augen. Also überall, wo mich die Statuen sehen, finden mich früher oder später auch die Bogenschützen. Hier. Nee. Doch, hier. Ah, Kacke. Das muss ich aber an dem... Ah, ich komme ja nicht dran vorbei an dem... Irgendwer hält mich... Ich hab noch einen anderen Weg, aber ich finde ihn gerade nicht. Übel. Also, Diebstahl ist also doch die goldene Regel. Schwierig. Gut, reden wir mal wieder mit Galerius. Salve, friend. Ich möchte, dass er ein paar Dinge für mich regelt. Rufus ist durch seinen Räumer aufgewühlt. Aber wenn wir ihm etwas von dieser Weinrinde geben, wird ihn das beruhigen. Poor guy. My uncle was a victim at rheumatism's altar, and he ended up killing himself. Oh. All right, got it. Das war's und jetzt noch... I'll go. Nee. Once I'm done, I'll need... Das heißt, obwohl ich Silphenharz habe, konnte ich das nicht zu Lucretia schicken. Das heißt, ich muss erst... You, Tantalus, cannot catch the drops of water, and the tree you grasp at eludes you. Das stimmt. Ich kann das Wasser nicht aufhalten, den Fluss der Zeit, und die Bäume, an denen ich hochklettern will, kann ich nicht hochklettern. Das ist vollkommen korrekt. So, dann gehen wir mal zu Lucretia. Wir haben... Help! Ach so. You have to do something. A man arrived in the bar. You have to... Wie? Ich habe keine None Ahnung. of us do. You'll just have to improvise. Ja. Ich werde mich darum kümmern. Thank you. I have... Geht nicht dort hinein. Vertraut mir einfach. So, okay, ach so, da ist der Typ. Da ist das. Hier. She needs the resin of a plant called Silphium. Ich habe Silphenharz. What? Quick, give it here. Yulia, you need to...
Hopefully in a moment That was extraordinary. How did you know she needed this exact thing? And at this exact moment? Are you some kind of oracle? Ich komme aus der Zukunft. Würde das mal nicht glauben. Look. If you don't want to tell me, I won't look at that was like the gods hearing my prayers and intervening. You just saved a person's life, and you should be proud of yourself. She might even be able to thank you herself in a few moments. And maybe she can tell us who poisoned her, and who she meant when she was muttering about that snake's cruel black eyes. In the meantime, I'm happy to help Achso, you jetzt zeigt bei whatever Miles it nicht auf is die you Augen need. geachtet, Mist. Können wir über... Ja, okay, die anderen Gespräche haben wir alle schon geführt. That's a shame. Thanks again for saving Julia's life. Aber wir haben Julia gerettet, Apollo wahrscheinlich können wir smiles upon im nächsten Zyklus dann mit ihr Dings auch das Silphenharz geben. Na, wie heißt er? Galerius. Okay, Julia, rede mit mir. Oh, it's you. Sorry, I'm still a bit out of it. But thanks for trying to help me, I suppose. Was there something you wanted? Lucretia says I'm supposed to rest. Was ist deine Geschichte? You mean my life story? Oh, well, I grew up as part of a big family in Rome. Me and 3 older sisters. Our father found good husbands for my sisters, but I wasn't cut out for that kind of life. So he found me a job as a scribe for a prominent merchant. It was a good life for a while, until 7 months ago when the fires came. My colleagues and I worked desperately to try to protect our warehouse. We must have had 100 workers passing buckets of water, chanting prayers to Vulcan, but they fell on deaf ears. The fire was relentless and it claimed everything and everyone. Well, almost everyone. My employer told me to grab what valuables I could and flee for the Tiber with the crowds. I remember diving into the river and then... The next thing I knew, I was waking up on the riverbank not far from here. Mir leid, das zu hören. Thank you. But to be honest, sometimes I think dying in that fire might have been a blessing. Given what's happened since. Warum? Was ist hier passiert? I can tell you, but it's a long story. Ich hab Zeit. All right. I'd been here about a week. When it dawned on me I'd be trapped here for the rest of my life. I could hardly breathe and I knew I had to get out somehow. So when my new friend Aurelia offered me a secret way out, I would have done anything. And then I learned her asking price. 1,000 denarii. She was supposed to be my friend. I told her it would take me years to save up that much. So she suggested I take out a loan from Malleolus. And I did. Warum hat er euch? Warum sollte er euch so viel Geld leihen? I had to sign an agreement, saying I'd work off the debt over 30 years. But I figured I'd be out of here so soon it wouldn't matter. I paid Aurelia. And she gave me her so-called way out. Selbstmord. Do you want to know what it was? Hemlock. It's a deadly poison made from a plant. Drink this, she said, and you'll be out of here in no time. Of course, I demanded my money back, but she refused. She pointed to a sign on her tavern saying, "Let the buyer beware." Then she just looked at me with those cruel black eyes and she laughed. She immediately told Malleolus I'd tried to escape without paying him back,
Only, he didn't seem upset or surprised at all. In fact, he just thanked her. And that's when I realized the two of them had planned the whole thing from the beginning. Das hätte doch sicherlich die goldene Regel gebrochen. Okay, also Betrug ist auch kein Bruch. Diebstahl und Mord sind offenbar 2 Teile der goldenen Regel, die man nicht brechen darf. Gier hatten wir ja schon festgestellt bei Desius, dass das nicht die goldene Regel nicht bricht. That's what I said to the magistrate. I went to Sentius and begged for help, but he said the law was clear. I'd signed over my labor for 30 years and there was nothing he could do. I thought about resisting too. But Malleolus said if I didn't submit, I'd break the golden rule. And I couldn't be responsible for all those deaths, so he locked me in his villa. Confiscated everything I owned as collateral. And made me wear immodest, humiliating outfits while I worked day in, day out. His wife, Claudia, was just as bad. She sent me to work on an endless stream of futile, demeaning tasks. I'd be on my hands and knees, scrubbing the floor clean for hours, only for her to pour slop on it and hiss, "You missed a spot." Those two took everything from me. But they forgot to confiscate one thing. My hemlock. Also habt ihr euch selbst vergiftet. I just wanted it to be over. But it seems I messed that up too. Should have drunk all of it. Oh, sie hat nicht alles getrunken. Tut mir sehr leid, dass ja unschuldig. I brought it on myself. I trusted one of the most callous human beings I've ever met, and tried to swindle the other. I don't know how I could have been so stupid. Wie geht's jetzt für euch weiter? When I've recovered, I expect their thug Domitius will come for me. He'll escort me back to their villa, and I'll be right back where I started. Only this time, I won't be able to lull myself to sleep at night with the thought of a permanent solution. Honestly, it would have been better if the poison had been allowed to run its course. Kann ich dir helfen? I doubt it. It seems this is the fate the gods have chosen for me, for trying to escape. At least until someone breaks the golden rule. Maybe it wouldn't be so bad. Ich habe eine bessere. Wie viel würde es euch kosten, eure Freiheit zu erkaufen? A lot. But it doesn't matter. I made a suicide pact with Ulpius last night. He's in exactly the same position as I am. Malleolus and Aurelius set the same trap for him a month after they did it to me. He and I are in this together. He's probably already thrown himself from the bluff into Malleolus's villa by now. If so, I'd never be able to live with myself, knowing I broke my promise to him. Kann ich euch trotzdem helfen? I doubt you could make it up to the bluff in time. I don't know who you are, or why you seem so determined to help me, but thank you. Ich werde mich umgehend darum kümmern. Versuchen wir mal. Wir wissen ja, dass wir ein bisschen Zeit haben, dass Ulpius sich erst umbringt, wenn wir oben ankommen. May Apollo keep you safe. Kann ich mit ihr noch irgendwas Feeling anderes? all right? Nee, okay. That's a shame. Thanks again for saving Julia's life. Ja. Apollo smiles upon you. Schauen wir mal. Was ich den dafür nötige, oder das dafür nötige Silphenharz gestohlen habe. Hat er nicht gelächelt. Citizen. Name's Grufius.
Better watch your step. Okay. See you around. So, okay, das haben wir. Wer bist du? Oh, das ist Equitia wahrscheinlich. Wir müssen noch mehr rausfinden. Okay, geh noch mal in die Zisterne. Hey, you're not thinking about going into the cistern, are you? Ja, warum? Nobody's told you about Hannibal? Oh, so, there was this guy called Hannibal, right? Funny accent. Used to go down into the cisterns looking for junk he could clean up and sell. One day, a few weeks back, he comes out and tells me the cisterns are haunted. Said he could hear spirits wailing. Of course, nobody believed him, because who trusts a Carthaginian, right? Anyway, a few days later, he goes back in. And hours go by, and he hasn't come back out, yeah? So I go down after him, and it's dark. But in the distance, I can just make out his body, sprawled out on the ground. And hunched over him was something that made my blood run cold. No word of a lie. I saw a creature. Like the corpse of a man who'd been flayed. Hätte das nicht die If goldene it was a Ringe? man, maybe. But I swear on my life this was no man. More like a Strix, or some Versipelus that feeds on human flesh. I didn't stick around to see which. Das klingt ziemlich I unplausibel. know what I saw, alright? But if you reckon you're more fearless than a gladiator, don't let me stop you going down there. Just see what happens. Guck mir gerade seine Augen an. Ist das nur das Licht oder sind die unterschiedlich? Aber die sind nicht blau und grün, die sind braun und hellbraun oder so. Without a weapon? Well, it's your funeral. Nö, ich brauche nur ein paar heftige Tritte. Ich will mich da noch mal umgucken, weil wir wissen ja... dass es da hinten noch in diese Ecke reingeht. Ja, ich will es ja beenden. Ich weiß nur noch nicht wie. Und ich würde auch noch gerne wissen, wer du bist. Oh, Mist. Was ist das für ein Raum und wie komme ich da hin? Ha. Hierher kommt er nicht, ja? Aus irgendeinem Grund. Die Ecke hier ist sicher. Okay. Ist hier sonst irgendwas? Oh, warte mal, hier gab's noch irgendwo, gab's noch hier eine Truhe, wenn ich mich nicht irre, oder? Nee, war nicht hier. War in dem anderen Brunnen. Mist. Ja, ich will dir ja helfen, aber ich weiß nicht, wie ich dich töten kann. So, wir haben das Geld von da. Wir haben noch 1200 Dinar übrig.
Isn't the great temple majestic? Tja. Mit dem großen Tempel ist auch noch... Da müssen wir auch noch... Da ist auch noch verschlossen. Wie komme ich da rein? Wo jetzt hier hin? Ach, hier ist nur der andere Weg zurück zu dem... Okay. Ach so, ja, Gold. Warte, wenn wir gerade hier unterwegs sind. Hier. Lauft gegen die Strömung. Wo ist denn Strömung? Hier. Hier war noch eine Truhe mit Gold. So, hast du mir was zu sagen? Ne. So, sollte hier nicht irgendwo... Muss hier eigentlich... Irgendwo soll doch hier die Zisterne sein, in der... Ach so, ja, noch was Interessantes. Hier ist das Feld, auf dem Galerius arbeitet. Was ist mit diesen Eiern? Warum sind die so wichtig? Wahrscheinlich bist du für irgendeine Aufgabe, die ich aber bisher noch nicht gelöst habe oder noch ja nicht habe. Oh, hallo Galerius. Salve again, friend. How is it? Du bereits jeden kennt. Was? Würde es mir nicht glauben. You're toying with me, right? Wait, you're not kidding, are you? That's the only way you could have known. You're a bit like... Oh, what was his name? Sisyphus. Yeah, that's the one. Old King Sisyphus. Mhm. Erinnert mich daran, wer das ist. Das Sisyphus ist der den Berg, den Felsen den Berg raufrollen soll und der nachts immer wieder runterrollt. Sisyphus was a Greek king a long time ago. For daring to think he could outsmart the gods, he was given a terrible punishment. He was forced to push a great boulder up to the top of a hill. Only, just as it reached the top, it would roll all the way back down to the bottom, forcing him to start over and over and over again, for all eternity. Just like you. Actually, now that I think about it, there are a bunch of old stories about the gods punishing people by making them do the same futile task over and over. Tantalus was made to grasp at fruit on a tree he could never quite reach. The Pleiades had to keep fetching water in a sieve. Oh, and Ixion was strapped to a wheel going round and round forever. But on the bright side, at least you're not stuck in the underworld like they all were. Anyway, I don't know which god you managed to upset to get yourself into this position, friend, but you seem all right to me. Ihr seid alle in dem Fluss ertrunken. I'll keep doing whatever I can to help you. And you just focus on finding a way to break the cycle you're in. Ihr seid ein guter Mann, Galerius. Oh, that's kind of you to say. Now, I'm going to keep your secret. Although, it's not as if I'll remember this next time we talk anyway, right? Oh, and if our conversations ever start to annoy you, just tell me you're busy. I know when I'm not wanted. May fortune smile on you, friend. Okay, da habe ich dich gefunden. Dich habe ich aber eigentlich gar nicht gesucht, sondern was ich gesucht habe...
scheint es irgendwie doch noch nach unten zu gehen. Gehe gegen den Strom. Aber ich will ja eigentlich ja nicht unbedingt hier raus. Ich will den Leuten ja helfen. Oh, warte mal. Luft holen. Und noch ein Versuch. Ne, kann dann... Tauche erst runter, aber wenn ich mich dem Durchbruch da nähe, werde ich nach oben gedrückt. Okay, kann da nicht durchtauchen. Schade. So, kann ich mit dir hier irgendwas machen? Du bist Tantarus, oder? Wir sind in der Hölle tatsächlich. Das ist, nicht Tartarus, Tantalus. Der Typ, der nach der Frucht greift. Und wir haben ja... Und ich habe mich ja letztens bei dem einen Brunnen gewundert, warum da ein Sieb liegt. Die Danaiden, die Wasser mit einem Sieb schöpfen müssen. Und wir haben oben beim Tempel... Wir sind in der Hölle. Oder im Tartarus, wie... Oh, jetzt waren die Griechen, wa? Nee, bei den Griechen war Hel ist ja die Sonne und Helios ist der... Okay, ich verwechsel jetzt hier gerade ganz viel und Leute werden mich verfluchen, die sich besser auskennen als ich. Aber... Ja, wir sind in... der Hölle. Da oben steht der Sisyphus, der den Berg da hochschiebt. Den Felsen da hochschiebt. Habe ich doch noch gesagt, das sieht ja aus wie Sisyphus. Also die Erlösung, die wir ihnen bringen können, ist nicht das Leben. Es ist nur... Aber warum? Für welche Sünden sind die alle hier? Also okay, ich sehe ein, dass Maellos vielleicht hier ist und der Magistrat und vielleicht sogar Rufius und Horatius. Aber Ulpius und Julia und Sentia, die sogar noch an einen anderen Gott glauben. Was ist das hier? Wie könnte ich darüber? Da ist Geld und eine Schriftrolle oder irgendwas. Okay, wir versuchen mal Ulpius zu retten. Vielleicht können wir ihn jetzt retten, wenn wir ihm sagen, dass auch Julia noch lebt. Und offenbar wird der Zyklus hier tatsächlich nicht mehr ausgelöst. Salve, friend. I'm Octavia. Welcome to life under the golden Octavia ist auch rule. noch Christin, ja. It's a ghastly thing, is it not? How are you faring so far? Mir geht es gut, danke. Ah, another stoic, perhaps. We all need something to help us through times like these. We've all been where you are now. I remember when I first arrived. I used to lay awake at night contemplating the big questions. Why am I here? Is there a way out? What is the golden rule and who or what is responsible for it? Klick mal ein bisschen schneller. I still don't have it. Ihr seid also christlich. Please. There was a terrible fire in Rome last year. Euer Geheimnis ist bei mir sicher. Oh, thank you. Ich muss dringend mit Ulpius sprechen. All right, well, it was lovely. I can't believe this is how it ends. Oh no.
No. No, 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 no. Ulpius, what are you doing? Get back from there. That's the idea. What? What? Why do you think? I know things. Please, I'm sorry, but I just don't care anymore. help him. In Ordnung, Herr. Thank you. Ulpius, können wir reden. Oder nur zu. Dann spricht weiter. Löffel. Nö. You know about that? Yep. Well, you don't understand. Vielleicht kann ich eure Probleme lösen. It's too late for that. Julia and I made a pact. And she's already swallowed hemlock this morning. If I backed out now, I'd be betraying her. I can't do that. Ich habe schon Julias Leben gerettet und ich werde euch ebenfalls gern helfen. Oh, really? That changes things a little. But we're still in debt bondage to that monster. Mhm. Unless you happen to have 2,000 denarii to pay off. Warum braucht ihr 2000? Julia and I are in debt bondage to Malleolus. We might as well be slaves. And that's how much it will take to buy our freedom back. Ja, wir kennen die Geschichte schon, aber ich lasse uns von ihm auch nochmal erzählen. Oh. So it's my fault. Ah, Is that nein, it? das ist nicht, was ich gesagt habe. Ich wollte wissen, Wherever wie you das... are, Scintilla, my love. I'm sorry. Ulpius, no! Shit. I can't believe he went through with it. Ich bin mal neugierig, weil mich... That was not your fault. There's no way you could have given him what he wanted, moments after you arrived. I'll have to let everyone know what happened. Ja, I'd best... okay, du sagst nur niemandem Bescheid. Du gehst einfach in dein kleines Kämmerchen und betest. Diese Tür ist verschlossen. Mich nicht an. Jetzt guckt er mich an. Ich überlege, ob ich mal hinterher springe, aber ich werde sterben und... Aber wir haben gerade gespeichert. Wir speichern mal spaßeshalber. Nochmal. Wir haben zwar schon vor dem Spiel gespeichert, als wir hier den Tempel erreicht haben, aber ich will es einfach mal wissen. Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your magistrate. Aha, so viel dazu. Warum stirbt er, aber ich nicht? And now I make this solemn promise to you, good citizens. Okay, das heißt, ich komme hier... Oh, ich hätte schon längst... Ich hab's das letzte Mal schon überlegt, ob ich's versuche. Ach, ich bin nicht gestorben, weil er das Loch jetzt hier gerissen hat. Ah, okay. Er hat das Loch geschlagen, das mir jetzt gerade das Leben gerettet hat. So soll das wahrscheinlich sein. Das heißt, ich hätte hier jederzeit reingekonnt, ohne den Domitius stechen zu müssen. Gut, aber wir haben ja eine relativ einfache Möglichkeit, immer wieder an immer noch mehr Geld zu kommen. Nach und nach. So, da ich jetzt aber den Schlüssel nicht habe, kann ich wahrscheinlich auch mit... Okay, kann ich doch. Offenbar habe ich... Ach nee, ich habe den Schlüssel ja nicht zurückgegeben. Stimmt ja. Okay.
Aber das nützt mir nichts, weil ich noch nicht habe. Ich könnte sie natürlich konfrontieren wegen ihrem Verhalten gegenüber. Ja. Gegenüber den beiden leibeigenen Verschuldnern hier. Aber die gibt einfach nur die Wut und Frust weiter, den Maelos sie auflädt, wahrscheinlich. Okay. Würde aber sagen, ich mache an der Stelle mit der Folge hier Schluss. Scheinbar bin ich inzwischen der Einzige, der den Dings triggert. Den Fluch. Von daher kann ich nicht immer weiterspielen, bis der Fluch irgendwann getriggert wird. Sondern muss den selbst immer ab und zu mal auslösen, um einen neuen Zyklus zu starten. Und da ich hier eigentlich dachte, dass ich gerade sterbe, machen wir an der Stelle mal Schluss. Und in der nächsten Folge schauen wir dann mal, wie es weitergeht und reden hier mal vielleicht nochmal mit Claudia und Maelos. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Let me begin with a question. Would you say you know the difference between right and wrong? If even one person commits a sin here, every last one of us will die.